stell dir vor, du stehst vor so einem riesigen, unsichtbaren Uhrwerk. Mhm. Tausende kleine, wirklich blitzblank polierte Zahnräder, die greifen einfach perfekt ineinander. Ein Rädchen dreht sich exakt im richtigen Moment und das nächste folgt dann den Bruchteil einer Sekunde später. Ja. Alles hat irgendwie seinen ganz genauen Takt, seine eigene, völlig unverrückbare Zeit. Und man erwartet da ja fast schon, dass man dieses gewaltige Konstrukt leise ticken hört, oder? Also wenn man einfach mal die Augen schließt und sich genau darauf konzentriert. Exakt. Genau das ist das Gefühl. Und wenn auch nur ein einziges Rädchen in diesem System sich entscheidet, seinen Einsatz zu verpassen oder mal eben 5 Minuten zu spät zu kommen, Oh ja. dann fängt das ganze riesige System hörbar an zu knirschen. Und damit willkommen zu unserer heutigen Folge. Schön, dass du heute wieder als drittes Mitglied in unserer Runde dabei bist, wenn wir uns in ein neues Thema stürzen. Wir haben heute nämlich genau dieses unsichtbare Uhrwerk vor uns auf dem Tisch. Genau, und wir stürzen uns dabei auf einen Text, der ursprünglich als Begleitmaterial im Kontext von einem Deutsch-Podcast B1, B2 konzipiert wurde. Also wirklich für Lernende. Er trägt den Titel „10 Dinge, die Ausländer in Deutschland überraschen“. Ja, aber unsere Mission für dich heute ist eine völlig andere, als jetzt einfach nur so eine Liste von Klischees abzulesen. Auf jeden Fall. Wir wollen nicht nur darüber schmunzeln, dass Menschen hier Pünktlichkeit mögen oder, weiß ich nicht, bestimmte Dinge essen. Wir wollen verstehen, warum diese kulturellen Eigenheiten überhaupt existieren. Das ist der spannende Teil. Wie formen diese scheinbar kleinen Regeln den echten, fühlbaren Alltag in diesem Land? Wir wollen mit dir zusammen sozusagen die Gesellschaft hinter der Grammatik verstehen. Also lass uns das mal aufdröseln. Der logische Startpunkt, um diese Gesellschaft zu begreifen, ist eigentlich genau das, was du mit deinem Uhrwerk vorhin schon angedeutet hast. Mhm. Es ist der Umgang mit der Zeit. Wenn man den Alltag dort mal länger beobachtet, fällt sofort auf, dass Zeit nicht einfach nur so, ja, verstreicht, sondern sie wird geradezu architektonisch geplant. Das springt einem beim Lesen der Quelle förmlich entgegen, diese berühmte Pünktlichkeit. Es geht ja offenbar nicht nur darum, einfach nicht zu spät zu kommen. Nee, absolut nicht. Der ungeschriebene Standard, von dem der Text da spricht, lautet wirklich, 5 Minuten vor einem Termin zu erscheinen. Das ist die eigentliche Pünktlichkeit. Das ist der Moment, an dem man da sein sollte. Richtig. Diese 5 Minuten sind halt der notwendige Puffer. Ob bei der Arbeit, beim Arzt, in der Schule oder bei ganz offiziellen Gesprächen. Die Erwartungshaltung an diese zeitliche Präzision ist enorm hoch. Krass, ja. Und wenn man sich tatsächlich mal verspätet, und seien es wirklich nur 10 Minuten, dann wird ganz klar erwartet, dass man vorher Bescheid sagt. Ein kurzes „Entschuldigung, ich komme etwas später“ per Nachricht oder Anruf ist da absolut unerlässlich. Einfach so unkommentiert hereinzuspazieren, wenn man eh schon zu spät ist, das gilt dann fast schon als respektlos, oder? Ja, total. Es geht ja offenbar darum, dass man nicht einfach nur seine eigene Zeit verschwendet, sondern die Zeit des anderen quasi stiehlt. Und diese Taktung, die betrifft ja nicht nur den Moment des Treffens selbst, sondern die gesamte Lebensorganisation davor. Der Text spricht ja ganz explizit von der Terminkultur. Oh ja, das Wort sagt eigentlich alles. Du willst zum Arzt, du brauchst einen Termin, du willst was mit einem Kollegen besprechen. Besser, man macht vorher einen Termin. Selbst Telefonate werden oft im Voraus terminiert. Ein Kalender, ob jetzt digital oder auf Papier, der scheint in diesem System quasi überlebenswichtig zu sein. Der Zufall wird da, so gut es eben geht, aus dem Alltag verbannt. Alles wird im Voraus strukturiert und in Zeitfenster eingeteilt. Da muss ich aber jetzt direkt mal kritisch einhaken. Gerne.
Wenn mein ganzes Leben in Zeitfenster gepresst ist, also wenn ich für jede Kleinigkeit einen Kalendereintrag brauche, ist das nicht furchtbar starr? Das könnte man denken, ja. Weil für Menschen, die vielleicht einfach spontaner in den Tag hineinleben wollen, muss sich diese ständige Vorausplanung doch wie ein unglaublicher permanenter Stress anfühlen? Was hier wirklich faszinierend ist, auf den ersten Blick wirkt diese ständige Planung wie ein Gefängnis aus Urzeiten. Das stimmt. Aber wenn man sich die Psychologie dahinter mal ansieht, passiert eigentlich genau das Gegenteil. Echt jetzt? Ja, Planung schafft paradoxerweise mentale Freiheit. Okay, das musst du mir genauer erklären. Wie soll denn ein randvoller Kalender Freiheit schaffen? Es geht da um kognitive Entlastung. Wenn alles organisiert ist, wenn der Termin steht und der Rahmen absolut verlässlich ist, dann eliminiert man böse Überraschungen. Ah, verstehe. Das menschliche Gehirn muss in einem solchen System nicht ständig im Alarmzustand sein. Es muss nicht ununterbrochen improvisieren oder sich permanent fragen, wie der morgige Tag abläuft. Man weiß einfach, was passiert. Kognitiven Aufwand massiv reduziert. Okay, ich lagere also die Sorge um die Zukunft einfach an meinen Kalender aus und muss dann im Hier und Jetzt viel weniger improvisieren. Das ergibt irgendwie Sinn. Absolut. Aber selbst das am besten strukturierte System braucht doch mal eine Pause. Und da beschreibt die Quelle dieses radikale Gegenstück zur Arbeitswoche, nämlich den Heiligen Sonntag. Der Sonntag ist der perfekte institutionelle Gegenpol zu dieser doch sehr aktiven, stark durchgeplanten Woche. Es ist ein Tag, an dem das öffentliche Leben beinahe vollständig zum Erliegen kommt. Die Quelle warnt Zugezogene da ja förmlich davor. Die Supermärkte haben zu, die Geschäfte sind dunkel. Wer am Sonntag groß kochen will und am Samstag das Einkaufen vergessen hat, tja, der steht vor verschlossenen Türen. Richtig. Ausnahmen gibt es da wohl nur an Bahnhöfen, Flughäfen oder vielleicht in Cafés. Dieser Tag zwingt die Gesellschaft quasi zu einer kollektiven Entspannung. In vielen anderen Ländern ist es völlig normal, jeden Tag, oft rund um die Uhr, einkaufen und konsumieren zu können. Mhm. Der deutsche Sonntag fungiert da als bewusster Schutzmechanismus vor genau dieser 24/7-Konsumkultur. Es ist ein geschützter Ruhetag für Familie, für Freunde, für Spaziergänge in der Natur. Die Gesellschaft verordnet sich selbst sozusagen eine kollektive Pausetaste. Wenn also die Zeit als so eine unsichtbare Ressource derart strikt kontrolliert und durch kollektive Vereinbarungen geregelt wird, wie sieht es dann aus, wenn wir das Haus verlassen und uns im physischen Raum bewegen? Da wird es nicht weniger geordnet, das kann ich dir sagen. Weil diese tiefe Sehnsucht nach Ordnung, die löst sich ja an der Haustür nicht plötzlich in Luft auf. Nee, absolut nicht. Die physische Welt ist tatsächlich genauso durchdrungen von diesen strukturierenden Vereinbarungen. Das reicht von Hausregeln über Verkehrsregeln bis hin zu Verhaltensnormen in der Öffentlichkeit. Und da nennt die Quelle dieses eine wirklich weltberühmte Paradebeispiel, das jeden Neuankömmling scheinbar völlig irritiert. Die rote Ampel. Genau, das Warten an einer roten Fußgängerampel. Du stehst da. Es ist mitten in der Nacht. Weit und breit ist kein einziges Auto zu sehen. Die Straße ist komplett leer. Man kann wirklich kilometerweit in beide Richtungen schauen. Und trotzdem, die Menschen bleiben stehen. Das ist wohl die am häufigsten beschriebene interkulturelle Beobachtung überhaupt. Ja, aber ganz ehrlich, hier muss ich jetzt wirklich vehement widersprechen. Ich verstehe Regeln, wenn sie Sinn ergeben. Ich verstehe, dass man bei Verkehr nicht über Rot geht. Ja. Aber nachts um 3 an einer komplett leeren Kreuzung, da gibt es kein Risiko, da gibt es keinen Verkehr. Dort stehen zu bleiben, hat doch nichts mehr mit Sicherheit zu tun. Ist das nicht einfach nur blinder, völlig unreflektierter Gehorsam gegenüber einer Maschine mit ein paar bunten Lichtern? Also wenn man es rein utilitaristisch betrachtet, also gibt es gerade in dieser Sekunde eine konkrete Gefahr?
dann wirkt es absurd, ja. Aber wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird es klarer. Wie meinst du das? Es geht bei dieser roten Ampel eben nicht primär um das Auto, das gar nicht da ist. Es geht um den sozialen Klebstoff der Gesellschaft. Unsere Quelle drückt es so aus, dass all diese Regeln existieren, damit viele Menschen auf relativ engem Raum, Zitat, gut zusammenleben können. Aha. Wer nachts um 3 an der roten Ampel wartet, signalisiert dem System und auch sich selbst, ich halte mich an unseren Gesellschaftsvertrag, auch wenn gerade niemand zuschaut und mich bestrafen könnte. Wahnsinn. Die rote Ampel ist in dem Moment also gar kein Verkehrsinstrument mehr, sondern eigentlich ein Symbol für Verlässlichkeit? Ganz genau. Es baut ein enormes Grundvertrauen in einer Gesellschaft auf. Wenn man darauf vertrauen kann, dass sich die Mitmenschen an die unsichtbaren Regeln halten, selbst wenn sie völlig unbeobachtet sind, dann kann man sich im Alltag einfach viel sicherer fühlen. Dieses Konzept der kollektiven Verantwortung, das zieht sich ja auch in die privaten Räume, oder? Ja, extrem sogar. Die Quelle betont, wie wahnsinnig wichtig die Ruhezeiten in Mehrfamilienhäusern sind. Abends und sonntags herrscht dort eine sehr bewusste Stille. Man nimmt Rücksicht, weil der Nachbar vielleicht am nächsten Tag früh raus muss zur Schicht. Normales Leben, also Sprechen oder Fernsehen, das ist völlig in Ordnung. Klar. Aber bei lauter Musik oder handwerklichen Arbeiten zur falschen Zeit, da klopft sehr schnell jemand an die Tür. Auch hier sehen wir wieder sehr schön, wie die individuelle Bequemlichkeit oder der spontane Impuls, also zum Beispiel nachts noch unbedingt ein Regal an die Wand bohren zu wollen, einfach dem kollektiven Frieden untergeordnet wird. Und das bringt mich zu dem Bereich, in dem diese Kultur der Ordnung fast schon wissenschaftliche Züge annimmt. Das Müllpuzzle. Oh ja, das Müllpuzzle. Es geht ja nicht nur darum, dass mal ein bisschen recycelt wird. Es ist diese unglaubliche Detailversessenheit, mit der Haushalte ihren Abfall in verschiedene Kategorien sortieren, trennen, teilweise auswaschen. Und dann noch dieses faszinierende Pfandsystem für Flaschen. Ein Traum für jeden Ingenieur. Man bringt leeres Plastik in den Supermarkt, schiebt es in einen Automaten und der druckt einem einen Bon aus, der an der Kasse wie echtes Geld verrechnet wird. Man füttert eine Maschine mit Plastik und sie druckt einem quasi Geld. Dieses Pfandsystem und auch die komplexe Mülltrennung sind im Grunde der physische Ausdruck dieses Wunsches, die Kontrolle über Ressourcen zu behalten. Es reicht halt nicht, Abfall einfach irgendwie verschwinden zu lassen. Er muss kategorisiert werden, geordnet und wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Es ist ein hochgradig optimiertes System der Ressourcennutzung. Okay, wir haben also eine Gesellschaft, die ihren Kalender penibel plant, um kognitiven Stress zu vermeiden. Ja, Die nachts an roten Ampeln wartet, um den sozialen Vertrag zu wahren, die ihren Müll akribisch sortiert und bei der Nachbarschaft stark auf Ruhe achtet. genau. Wenn das ganze Leben durch so viele, ja, unausgesprochene und ausgesprochene Regeln gepuffert wird, wie reden diese Menschen dann überhaupt miteinander? Man könnte ja meinen, in so einer Umgebung würden alle ständig um den heißen Brei herumreden, extrem überhöflich sein, um bloß mit niemandem anzuecken. Das könnte man denken, ja. Aber der Text beschreibt lustigerweise das genaue Gegenteil. Die Kommunikation wird von Zugezogenen oft als der kontraintuitivste Teil dieser ganzen Kultur beschrieben. Es ist wirklich faszinierend. Die Quelle gibt da so Beispiele wie „Das funktioniert nicht“ oder „Das gefällt mir nicht“. Das wird wohl einfach so gesagt. Direkt, völlig unverblümt. Ja, absolut. Für jemanden aus einem Land, in dem Harmonie vielleicht über alles geht und man Kritik immer nett verpacken muss, wirkt so ein Satz doch wie ein Schlag ins Gesicht. Das klingt wahnsinnig kalt. Für Neuankömmlinge kann diese enorme Direktheit anfangs echt schockierend wirken. Aber der Text betont da einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Diese Art der Kommunikation ist nicht unfreundlich gemeint, auch wenn sie vielleicht so klingt. Sie entspringt vielmehr
Genau dem gleichen Streben nach Effizienz, das wir vorhin schon bei der Zeitplanung gesehen haben. Effizienz beim Sprechen? Also lieber kurz und schmerzhaft als lang und flauschig? Es geht vor allem um kommunikative Klarheit. Wenn etwas nicht funktioniert, ist es für das System, sei es jetzt ein Arbeitsprojekt oder auch eine private Planung, einfach das Beste, das Problem sofort zu identifizieren. Mhm. Man muss nicht endlos zwischen den Zeilen lesen oder soziale Rätsel lösen, um herauszufinden, was das Gegenüber da eigentlich gerade meint. Das Problem liegt auf dem Tisch und kann gelöst werden. Die Direktheit spart am Ende einfach kognitive Energie. Das ist echt ein interessanter Kontrast. In der Sache extrem direkt, aber wenn es um das Persönliche geht, scheinbar extrem distanziert. Richtig. Die Quelle beschreibt, dass Nachbarn sich oft jahrelang nur flüchtig im Treppenhaus mit einem kurzen Guten Morgen oder Hallo grüßen. Man teilt private Details nicht sofort mit jedem. Und Freundschaften, die scheinen ein völlig anderes Konzept zu sein als in vielen anderen Kulturen. Hier wird es wirklich interessant. In der interkulturellen Forschung nutzt man dafür oft ein ganz bestimmtes Bild. Das Bild der Pfirsichkultur im Gegensatz zur Kokosnusskultur. Eine Kokosnusskultur. Das passt echt perfekt zu dem, was in der Quelle steht. Erklär das mal genauer. Also eine Pfirsichkultur, wie wir sie etwa in Teilen der USA finden, die ist außen ganz weich, man ist sofort per Du, man teilt persönliche Geschichten an der Bushaltestelle, man nennt sich wahnsinnig schnell Freunde. Mhm. Aber wenn man dann tiefer vordringen will, stößt man irgendwann auf einen sehr harten, undurchdringlichen Kern, die echte Privatsphäre. Die Kokosnusskultur funktioniert genau andersherum. Also die Schale ist am Anfang extrem hart. Ja, am Anfang ist es unglaublich schwer, durch diese Schale zu dringen. Es gibt formelle Begrüßungen, viel Distanz, man grenzt das Private sehr stark vom Beruflichen ab. Es dauert oft sehr lange, bis man überhaupt als Freund bezeichnet wird. Okay. Aber wenn man diese harte Schale einmal durchbrochen hat, dann gibt es im Inneren eigentlich kaum noch Barrieren. Der Kern ist weich, nahrhaft und wahnsinnig wertvoll. Die Beziehungen, die dann entstehen, sind von einer extremen Loyalität, Herzlichkeit und Tiefe geprägt. Deutsche Freundschaften sind also wie eine harte Kokosnuss. Man investiert lieber sehr viel Zeit in weniger, aber dafür absolut belastbare und tiefe Beziehungen, als in ein riesiges Netzwerk von so ganz losen Bekanntschaften. Genau das. Das ergibt im Gesamtbild langsam Sinn. Es geht wieder um Substanz und Verlässlichkeit. Aber eine Sache aus dem Text passt für mich überhaupt nicht in dieses Bild von Effizienz und supermoderner Zukunftsplanung. Oh, welcher Punkt ist das? Das Thema Bezahlen. Ah, Allen Terminkalendern. Und dann gehst du in ein gemütliches kleines Café, willst deinen Kaffee mal eben schnell und kontaktlos mit dem Smartphone oder der Karte zahlen. Und was hörst du? Nur Bargeld. der Klassiker. Der Text gibt sogar den expliziten Ratschlag für Neuankömmlinge, immer 10 bis 20 Euro in Scheinen und Münzen dabei zu haben, weil man sonst im Alltag scheitern kann. Ja. Wie passt denn diese Liebe zum altmodischen Bargeld in eine Gesellschaft, die sonst so wahnsinnig effizient ist? Um diese scheinbare Diskrepanz aufzulösen, müssen wir uns ansehen, was Bargeld psychologisch eigentlich bedeutet. Es hängt nämlich untrennbar mit dem Wunsch nach Privatsphäre und genau dieser Kokosnussmentalität zusammen. Es geht im Kern um das tiefe Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Kontrolle über die eigenen Daten, weil Bargeld einfach keine digitale Spur hinterlässt. Das ist ein sehr großer Teil davon. Wenn du mit Bargeld bezahlst, dann weiß kein Algorithmus, kein Tech-Konzern und auch keine Bank, wann du wo welchen Kaffee getrunken hast. Man schätzt einfach das Handfeste, das Greifbare. Mhm. Einen Geldschein hast du physisch in der Hand. Er repräsentiert einen realen Wert, der absolut nicht von einem Serverausfall oder einer wackeligen Internetverbindung abhängig ist.
Es ist also fast genau wie bei den Kokosnussfreundschaften. Es muss echt und spürbar sein. Man vertraut auf das Bewährte, weil es eine greifbare Sicherheit gibt, die so ein flüchtiger digitaler Code auf einem Bildschirm einfach nicht bieten kann. Genau. Das physische Geld dient als Garant für die persönliche Unabhängigkeit. Es ist die physische Manifestation von Vertrauen in den eigenen abgegrenzten Raum. Wahnsinn, wir haben jetzt so viel über von Menschen gemachte Strukturen gesprochen, Termine, rote Ampeln, Bargeld, Kommunikationsregeln. Aber es gibt noch eine Komponente in der Quelle, die völlig unabhängig von Gesellschaftsverträgen existiert und die den Alltag in Deutschland extrem diktiert: der Rhythmus der Natur. Das Wetter und die doch recht stark ausgeprägten Jahreszeiten als prägender Faktor für das soziale Leben. Ja, die Jahreszeiten diktieren buchstäblich das Verhalten. Der Sommer ist wie so eine kollektive Befreiung. Alles zieht nach draußen, in die Parks, die Tage sind super lang, es wird gegrillt, das Fahrrad wird zum Hauptverkehrsmittel. Und dann kommt der Winter. Oh ja. Dunkel, kalt, nass, Regen oder Schnee. Der Text beschreibt das sehr einfühlsam, was für eine enorme Umstellung das für Menschen aus wärmeren Regionen ist. Dieser krasse Kontrast zwingt natürlich zu einer enormen Anpassungsleistung. Wobei der Winter natürlich auch seine eigenen stark strukturierenden sozialen Elemente mit sich bringt. Die Weihnachtsmärkte, die Gemütlichkeit drinnen, warme Getränke, die warme Beleuchtung. Aber wenn dann der Frühling kommt, merkt man, wie alle sofort wieder aufblühen und auf die Straßen strömen. Diese Anpassung an das Wetter, die ist im Grunde die perfekte Metapher für den viel tieferen inneren Lernprozess, den der Text ja auch beschreibt. Mhm. Gerade weil diese Quelle für Deutschlernende in diesem Deutsch-Podcast B1, B2 Kontext gedacht ist, greift sie genau diesen Prozess der Integration auf. Am Anfang ist alles fremd und wahnsinnig anstrengend. Die Grammatik der neuen Sprache, das System der Bahnen, die ganzen Regeln im Supermarkt, die oft unverständlichen Briefe von den Behörden. Ja, das ist hart. Der Text sagt ganz klar: Man darf überrascht sein. Man darf die eigene Kultur vermissen. Touren, um all diese neuen Regeln vom Pfandautomaten bis zum Terminkalender irgendwie zu verarbeiten. Aber irgendwann passiert etwas. Mit der Zeit wird das Fremde normal. Man geht wie selbstverständlich samstags groß einkaufen, man wäscht seinen Plastikmüll aus, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken. Man ist auf einmal 5 Minuten zu früh beim Arzt und beschwert sich vielleicht sogar innerlich, wenn jemand anders zu spät kommt. Genau. Man lernt durch Ausprobieren, durch Fehler beim Sprechen und beim Leben. Also, was bedeutet das alles? Verliert man als Zugezogener irgendwann seine eigene Kultur und überschreibt sie einfach? Oder installiert man eher so ein deutsches Betriebssystem parallel zu seinem eigenen? Dieser Prozess der Anpassung ist Gott sei Dank kein simples Löschen und Ersetzen. Es ist ein sehr tiefgreifender, aktiver Vorgang. Die Quelle hebt hervor, wie entscheidend es ist, das Warum zu verstehen. Wer nur blind Regeln befolgt, der wird auf Dauer sehr frustriert sein. Das macht Sinn. Wer aber versteht, warum die Gesellschaft so handelt, also um Stress zu reduzieren, um Vertrauen zu schaffen, der kann diese Verhaltensweisen adaptieren, ohne seine eigene Identität aufzugeben. Man baut also eher eine Brücke zwischen der eigenen Prägung und der neuen Struktur. Ganz genau. Kulturelle Anpassung ist eigentlich kognitive Arbeit, die die eigene Persönlichkeit formt und erweitert. Ähnlich wie das Erlernen einer neuen Sprache neue neuronale Verknüpfungen schafft, verändert das Eintauchen in diese neue gesellschaftliche Struktur einfach den Blick auf die Welt. Man entdeckt nicht nur ein neues Land, man verändert unweigerlich sich selbst. Man verändert sich selbst. Das ist wirklich ein faszinierender Aspekt. Lass uns das noch einmal für dich, unseren Zuhörer, greifbar machen. Wenn man neu in Deutschland ist, mag das Land auf den allerersten Blick wie ein extrem starres Konstrukt wirken. Ein Konstrukt aus verschiedenfarbigen Mülltonnen, überfüllten Terminkalendern,
harschen Sätzen und einsamen Menschen, die nachts an einer roten Ampel warten. Ein System, das im ersten Moment sehr kühl, distanziert und stark überreguliert erscheint. Aber wenn wir hinter die Kulissen schauen, entdecken wir ein tiefes, psychologisch sehr ausgeklügeltes System. Es basiert auf dem kollektiven Wunsch nach Verlässlichkeit, auf der Rücksichtnahme gegenüber der Gemeinschaft und vor allem auf dem Aufbau von extrem echten, tiefen Beziehungen, sobald man die harte Schale der Kokosnuss einmal geknackt hat. Mhm. Es sind keine Regeln, die dich einsperren wollen, sondern Regeln, die durch ihre Vorhersehbarkeit eigentlich Freiräume und kognitive Sicherheit im Alltag schaffen sollen. Und wenn wir all das zusammennehmen, die Termine, die Trennung von Müll, die strikte Struktur des Alltags, dann drängt sich mir da noch ein letzter, wirklich faszinierender Gedanke auf. Ein Gedanke, der uns im Grunde zurück zum Anfang unserer Überlegungen führt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wenn das Erlernen der Sprache gerade auf diesem intensiven Weg von B1 zu B2 und darüber hinaus so untrennbar mit diesen kulturellen Mustern der Ordnung verbunden ist, was bedeutet das dann für unser Gehirn? Ui, Baut die deutsche Grammatik mit ihren unfassbar klaren Regeln, den festen Positionen für Verben und dieser strukturellen Strenge quasi ein unsichtbares Regal in unserem Kopf auf? Ein Regal, in das wir plötzlich all unsere Gedanken ganz neu und exakt einsortieren müssen? Verändert das Deutschsprechen buchstäblich unser Gehirn? das ist ein unglaublicher Gedanke. Verändert das bloße Sprechen dieser Sprache buchstäblich die Architektur unseres Gehirns und unsere Wahrnehmung von Chaos und Ordnung? Baut die Grammatik quasi die Regale für die Mülltrennung in unserem Kopf? Wahnsinn! Eine fantastische Frage, die du als Hörer heute wunderbar mit in deinen Tag nehmen kannst. Oder über die du nachdenken kannst, wenn du das nächste Mal nachts an einer leeren roten Ampel stehst. Gute Gelegenheit dafür. Wir hoffen, du konntest heute viele spannende Einblicke und echte Aha-Momente für dich sammeln. Lass das alles mal in Ruhe sacken und denk immer daran, hab keine Angst vor Fehlern. Weder beim Sprechen der neuen Sprache noch beim Navigieren durch den Alltag. Sie sind der einzige Weg, das System wirklich zu begreifen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst und bis zu unserer nächsten Folge.